Die hohen Absätze geben ihnen den Namen High Heels. Durch sie wirkt das Bein länger, der Fuß kleiner. Sie sind sexy, elegant und gar nicht so leicht zu tragen. Ein High Heel ist eigentlich der schwierigste Schuh, den es gibt. Ja, wenn der nicht richtig gefertigt wird, also vom Zuschnitt schon angefangen, über die Montage, das muss alles haargenau passen, sonst passt der Schuh nicht. Sascha Roos ist Schuhmachermeister in der mehr als 100 Jahre alten Schuhmanufaktur Kennel und Schmenger in Pirmasens. Er zeigt uns, wie man High Heels macht, mit feinstem Leder, handwerklicher Perfektion und viel Fingerspitzengefühl. Während bestimmte Schuharten saisonabhängig gefertigt werden, sind High Heels immer gefragt. Kennel und Schmenger ist inzwischen das einzige Unternehmen in Rheinland-Pfalz, das im gehobenen Segment High Heels fertigt. Andreas Klautsch ist der Geschäftsführer, gelernter Schuhfertiger und studierter Designer. Seine High Heels sollen im Trend liegen. Das sind sicherlich die Feinheiten, sind die Nuancen, dass der High Heel neu aussieht. Der muss auch in die Zeit passen. Das kann mal eine spitze Leistenform sein, das kann auch mal eine runde Leistenform sein. Im Moment sind es eher spitze oder schlanke. Der Absatz im Moment ist eher leicht unterstellt und dünn, filigran. Wenn sich der Chefdesigner für Absatz und Leistenform entschieden hat, beginnt er mit der Skizze der Schnittführung. Miley nennt er den High Heel, entstanden durch eine Eingebung. Das passiert sogar relativ oft, dass ich aufwache nachts und mir kommt der Gedanke, ich mache eine Skizze und lege mich wieder hin und schlafe weiter. Ja, das kommt definitiv. Also das kann man auch oft nicht auf Kommando abrufen, sondern das ist ein Prozess. Andreas Klautsch überträgt seinen fertigen Entwurf auf ein 3D-Kunststoffmodell in Größe 37. Dafür misst er 2 wichtige Punkte aus. Und zwar ist es einmal die Blattlänge an der Spitze. Und zwar geht es darum, zu sehen, dass der Ausschnitt später genau an der richtigen Stelle ist, dass der Zehenansatz nicht zu weit raussieht oder auch nicht zu wenig. Genauso wichtig ist die Fersenhöhe. Zu hoch würde optisch nicht schön aussehen, zu niedrig würde dem Fuß keinen Halt geben. Mithilfe der ausgemessenen Punkte zeichnet er die Linienführung auf die Kunststofffolie, die über das Modell gespannt ist. Jetzt schaue ich noch, ob die Linie in Verbindung mit dem Absatz, die Silhouette passt, aber ich denke, das ist gut so, ja? Als Oberleder hat sich der Chefdesigner für weiches Ziegenleder entschieden. Glatt oder rau kann er wählen. Ich finde einfach für den Typ, für den High Heel mit dem eleganten Absatz schmeichelt die raue Oberfläche besser. Und ich würde auch einen Pink bevorzugen. Die Frage ist jetzt das Dunklere oder das Hellere, aber ich denke mal hier das ist Hellere. Das ist eigentlich eine schöne Farbe, passt auch jetzt genau in die Zeit. Kirsten, das ist jetzt das aufgezeichnete Modell für den neuen 80er mm High Heel. Ja, dann kannst du jetzt das Grundmodell machen. Ja? Aus 3D soll wieder 2D werden, zweidimensional. Dafür schneidet die Schuhmodelleurin die Kunststofffolie in mehrere Teile. Die Kanten versieht sie mit vielen kleinen Einschnitten. Nur so zerschnitten lässt sich die feste Folie als glatte Fläche auf Papier legen. Jetzt kann die Schuhmodelleurin den Umriss abzeichnen und das Grundmodell von Miley erstellen. Größe 37. Das zweidimensionale Grundmodell wird in vielen Einzelschritten digitalisiert.
Für die späteren Schablonen werden die Schuhteile im Computer detailliert. Das Schnittmuster des High Heels. Originallinien in Grün, notwendige Lederzugaben in Rot. Die Fertigung beginnt im Lederlager. Vor Schuhmachermeister Sascha Roos liegen rund 60 Arbeitsgänge. Normalerweise unterstützt er den Betriebsleiter, bildet Lehrlinge aus. Heute und morgen heißt seine Aufgabe, ein paar High Heels machen. Sascha Roos sortiert das Ziegenleder nach Farbe und Größe. Diese Samtziege, die fühlt sich sehr edel an, auch durch diesen feinen Schliff auf der Oberseite. Im Gegensatz zu einem Glattleder ist das was ganz anderes. Hat er sich für ein Fellleder entschieden, kontrolliert er die Qualität. Ein gleichmäßiger Farbton, sollte keine Ader vorhanden sein oder irgendwelche offene Fehler. Dann messe ich noch die Stärke. Das Leder sollte nicht dünner als 0,8 mm sein. Passt. Wenn man so ein High Heel fertigt, da geht ihm natürlich auch durch den Kopf, für welchen Anlass könnte jetzt dieser Schuh sein? Ist das eher für eine Hochzeit oder einfach so, für abends mal auszugehen? Also solche Fragen gehen einem da schon durch den Kopf. Die im Computer vorbereiteten Schablonen für Größe 37 kommen zum Einsatz. Sascha Roos schneidet das Oberleder für den Schaft von Hand zu. Die dreieckigen Markierungen dienen später der Justierung des Futters. Geht ein Schuh in Serie, so wie auch High Heel Miley, werden anstelle der Schablonen Stanzmesser benutzt. Gefertigt werden sie außer Haus, nach dem Grundmodell. Für jede Größe gibt es eigene Stanzmesser. Sascha Roos stanzt die Schuhteile mit einer Schwenkarmstanze aus dem Oberleder. Den seitlichen Bezug für die Brandsohle, den Absatzbezug, das Futterleder. Auch das ist von der Ziege, nur etwas weniger hochwertig als das Oberleder. Dabei verwendet er für den Schaft ein anderes Leder als für den Schlupfriemen im Fersenbereich. Das ist ein bisschen rauer, damit die Ferse beim Laufen im Schuh guten Halt hat. Das ist jetzt ein sogenanntes Zwischenfutter, Bügelfutter. Das wird aufs Oberleder, auf die Rückseite aufgebügelt, um dem ganzen Schaft ein bisschen Verstärkung zu geben. Das Zwischenfutter aus Stoff ist so dünn, dass Sascha Roos 2 Schichten übereinander gelegt hat. Der Schuhmachermeister stanzt die Decksohle. Das ganze Leder kommt aus italienischen Gerbereien, ist hergestellt aus Abfällen der Fleischindustrie. Und zuletzt den Decksohlenschaum. Nach einer Dreiviertelstunde hat er die Ledereinzelteile für die High Heels beisammen. Sascha Roos klebt den Schaum auf die Decksohle. Der Fuß soll es im High Heel etwas weicher haben. Normalerweise wird in der Schuhmanufaktur Kennel und Schmenger fast jeder Arbeitsgang von einem anderen Mitarbeiter ausgeführt. Diesmal ist Allrounder Sascha Roos allein für die High Heels verantwortlich. Mit Hitze bringt er vorne eine Verstärkung auf.
Auch hinten verstärkt er die Sohle. Von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz läuft Sascha Roos durch die Manufaktur. Mit den Lederzuschnitten geht er zur Spaltmaschine. Hier werden die Schuhteile auf ihre gewünschte Stärke gebracht. Der Schuhmachermeister stellt ein Bandmesser millimetergenau auf jedes Schuhteil ein. Was zu dick ist, wird abgespalten. Oberleder, Absatz und Brandsohlenbezug. Zur Sicherheit misst er nochmal. Und das Futterleder. Alle Teile haben jetzt die gewünschte Stärke. Mit dem Oberleder geht es weiter. Sascha Roos macht die Schaftkanten dünner. Schärfen nennt sich das in der Schuhmachersprache. Also das hier dreht sich um einen gestürzten High Heel. Das heißt, die Kante wird später umgeschlagen und somit wird das Ganze an dieser Kante umgeschlagen. Dann muss das ganz weich sein. Auch hier am Futter wird es hier zusammengefügt und die beiden Teile müssen geschärft werden, damit hier kein so dicker Kante entsteht und später am Fuß eventuell drücken, reiben könnte. Der Schuhmachermeister klebt die Verstärkungsbänder am Oberleder ein. Das Band ist unten mit Klebstoff beschichtet. Es ist dafür da, dass der High Heel später an der Kante seine Form behält. In der Bügelpresse legt er das Zwischenfutter auf. Dieses Zwischenfutter ist wichtig für den Schaft an sich, dass der nicht so zusammenfällt und ein bisschen Stabilität bekommt. Vorsichtig, dass bloß nichts verrutscht. Jetzt warten wir, bis diese Bügelpresse runtergelaufen ist von der Zeit. Und hier sieht man jetzt, dieses Zwischenfutter ist aufgebügelt. Als nächster Arbeitsschritt wird hier jetzt dieses Futter verklebt. Futter ist das Innere des Schuhs. Jetzt werden die Kanten mit Klebstoff eingestrichen. Und jetzt wird das ganze Futterleder zusammengefügt. Das heißt hier, das Futterteil wird hier mit dem Schlupfriemen verklebt. An beiden Seiten, somit ist es dann geschlossen. Also wenn man sich das jetzt bildlich vorstellen möchte, so sieht das Ganze dann aus. Das ist quasi das Innere des Schuhs. Auch das Oberleder soll noch mehr Form bekommen. Sascha Roos näht es an der Ferse zusammen. Ganz gerade muss die Naht werden. Bestechen, sagt der Schuhmacher dazu. Die fertige Naht bearbeitet er weiter. Bei dem folgenden Arbeitsgang habe ich ja hier diese Bestechnaht und die wird jetzt hier nochmal ausgerieben, dass diese Naht später an der Ferse nicht reibt oder drückt. Sascha Roos bringt ein Nahtschutzband an. Der Schuhmachermeister will das Oberleder mit dem Futterleder absteppen.
Er fixiert beide Teile. Gleich braucht er viel Fingerspitzengefühl. Es geht um Millimeter. Bei diesem Arbeitsgang muss man wirklich aufpassen, dass die Naht gerade geführt wird, nicht zu breit oder zu schmal. Das muss wirklich exakt passen, weil man das später am Inneren vom Schuh dann sieht. Sind Ober- und Futterleder komplett miteinander verbunden, bekommt der Schaft eine thermoplastische Vorderkappe. Die Kappe ist mit einem Klebstoff versehen, der durch Hitze aktiviert wird, so wie jetzt. Die Vorderkappe wird mit Hitze auf das Zwischenfutter gepresst. Fertig. Der Schaft soll gestürzt werden. Dabei wird alles von links auf rechts gewendet. Sascha Roos bestreicht die Schaftkante mit Klebstoff. Und auf den legt er ein ebenfalls mit Klebstoff behandeltes Band, gleichmäßig im Abstand von 6 mm zur Kante. Das Band dient später als Verstärkung der gestürzten Schaftkante. Das ist jetzt diese Stürzkante. Da wird jetzt alles umgeschlagen. Das sieht man dann später am Inneren, dass das Futter ein bisschen tiefer als das Oberleder sitzt. Und geklopft wird es, dass das später nicht so dick wird und eventuell wieder am Fuß drücken oder reiben könnte. Geschafft. Sascha Roos bestreicht die Blattspitze im Zwickeinschlag mit Klebstoff und verbindet so Spitze und Futterleder. Ein letztes Mal steppen. Hier wird jetzt die Vorderkappe nochmal abgesteppt, damit sich später das Material in der Montage zum einen beim Spitzendämpfen oder beim Aufrauen der Schuhe sich das Material nicht lösen kann. So, und das war jetzt eigentlich der letzte Arbeitsgang in der Stepperei. In der Sohlenabteilung holt Sascha Roos das Leder für die Laufsohle. Es ist das Rückenteil einer Rinderhaut. Crouppon nennt es sich. Der Schuhmachermeister stanzt daraus die Laufsohlen. Sohlen, die gefahren werden, bis zur sogenannten Sohlenstraße. Hier geht alles ganz schnell. In der ersten Position wurde die Laufsohle egalisiert, das heißt auf die gewünschte Stärke gebracht.
Das Leder ist im gestanzten Vorgang ist die Ledersohle dicker. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal 3,3 mm. Man möchte da nur 3 mm haben, dann werden diese 0,3 abgespalten. Und in der zweiten Position wurde dieses Piktogramm gestempelt, plus die dazugehörige Größe. Er dünnt die Laufsohle im Absatzbereich weiter aus. Also hier wurde jetzt der Sohlenhals ausgespalten. Das heißt, dieser Sohlenhals wurde dünner gemacht, weil hier später der Absatz befestigt wird, damit sich dieser Sohlenhals hier besser an den Absatz anschmiegt. Diese Stärke hatten wir vorher und hier haben wir sie jetzt ausgespalten. Es geht an die Oberseite der Laufsohle. Sascha Roos fräst die Kanten aus. Wenn man diesen Beruf erlernt, dann kann man so die Basis arbeiten. Aber um das wirklich tatsächlich von A bis Z durchführen zu können, das erfordert langjährige Erfahrung. Man muss das auch ständig machen und auch üben. Der Schuhmachermeister streicht die Seiten der Laufsohlen, den sogenannten Sohlenschnitt, mit Flüssigwachs ein. Dafür nimmt er einen Naturschwamm. Im Gegensatz zu künstlichen Schwämmen gibt er genau die richtige Menge Wachs ab. Während die Sohlen trocknen, bereitet er den nächsten Arbeitsgang vor. Er trägt 2 Sorten festen Wachs auf die Bürste auf und verteilt sie mit einem Holzstück. Er poliert den Laufsohlenschnitt. So werden die Lederfasern geschlossen. Mit einer Bürste aus Baumwollfasern poliert er fein nach. Der Sohlenschnitt bekommt seinen Glanz. Die gefrästen Laufsohlenränder werden nach oben gewalkt, damit sie sich besser an den gezwickten Schuh anschmiegen. Also mir macht dieser Beruf sehr viel Spaß, weil es ist ein Naturprodukt. Man arbeitet mit sehr vielen unterschiedlichen Materialien und auch Maschine unterstützt. Die Maschine muss von Hand geführt werden. Es ist nur eine maschinelle Unterstützung. Aber im Endeffekt ist es doch noch Handarbeit. Und fertig ist die Laufsohle. So geprägt, dass die High Heels später weniger leicht am Boden rutschen. Absätze und Brandsohlen, beides außer Haus gefertigt, sollen ihre pinken Lederbezüge bekommen. Sascha Roos beginnt mit der Brandsohle. Sie gibt dem Schuh die Festigkeit, ist sozusagen sein Fundament. Einmal rundum trägt er Klebstoff auf. Den Absatz versieht er komplett mit dem Klebstoff. Auch die Lederbezüge streicht er ein. Also jetzt sind die Brandsohlenbezüge, Absatzbezüge, Absatz und Brandsohle eingestrichen mit Klebstoff. Jetzt müssen wir so ungefähr 10 Minuten warten und dann kann ich das Ganze beziehen. Wieder ist Fingerspitzengefühl angesagt. Wenn hier im Millimeterbereich etwas schief geht, ist der Absatz später nicht mehr zu gebrauchen. Wie ein rohes Ei wickelt Sascha Roos den 8 cm hohen Absatz ein. Im Innenbogen schneidet er das Leder ein, um die Spannung rauszunehmen.
Später wird sich die Laufsohle am Absatzrücken entlangziehen. Daher muss der Bezug das weiße Plastik nicht komplett abdecken, sollte aber trotzdem nicht doppelt liegen. Die Brandsohle zu beziehen ist nochmal Millimeterarbeit. Der Bezug wird später im Inneren des Schuhs zu sehen sein. Das genaue Verkleben wirkt sich auf den Tragekomfort und das Aussehen des High Heels aus. Jetzt haben wir einen bezogenen Absatz, eine bezogene Brandsohle. Ist doch echt schick, oder? Mit Absätzen, aber selbst auf flacher Sohle unterwegs. Sascha Roos raut den Absatzrücken auf, damit der Klebstoff gleich besser in die Lederfaser eindringen kann. Der Absatz bekommt seine eigene Sohle. Absatzflecken nennt sich das in der Schuhmachersprache. Sascha Roos bestreicht den Absatzrücken mit Klebstoff. Der ausgespaltene Laufsohlenhals wird daran festgeklebt. Ein typisches Merkmal des Louis XV-Absatzes. Kleiner Exkurs: Der französische König Ludwig XV. Louis XV gab ihm und dem französischen Rokoko-Stil seinen Namen. Fertig ist der Louis XV-Absatz. So, und nun sind wir auch in der Sohlenabteilung fertig geworden. Jetzt geht es weiter mit der Montage. In der Montage taucht Sascha Roos 2 Hinterkappen in Kautschuk-Klebstoff. Eine halbe Stunde lang müssen sie trocknen. Danach sehen sie fast wieder aus wie vorher. So, hier wird jetzt die getauchte Hinterkappe eingelegt. Diese Hinterkappe ist eine Lefa-Hinterkappe, das heißt Lederfaser, und diese Kappe dient zur Stabilität für den Fuß, und Lefa schmiegt sich auch sehr schön an den Leisten an. Die wird jetzt hier zwischen Oberleder und Futter eingelegt. Beim Einlegen achtet er darauf, dass im Inneren keine Falten entstehen. Sie könnten später reiben oder drücken. Mit Druck und Hitze wird die Hinterkappe in Form gepresst. Super, so sollte das Ganze dann aussehen. Also die Kappe liegt jetzt hier genau bündig: Oberleder, Hinterkappe und Futterleder. Der Schuhmachermeister verklebt die Schaftseiten. Modell Miley, Größe 37. Sascha Roos holt die passenden Leisten aus dem Leistenlager. Sie sind aushäusig gefertigt worden.
schwerpunktmäßig bin ich sehr gerne in der Montage, weil hier einfach die ganzen Komponenten, sprich Schaft, Laufsohle, Brandsohle, Absatz, ganze Komponenten werden hier zusammengefügt und es entsteht dann wirklich der Schuh. Er fixiert die Brandsohle am Leisten, vorläufig. Der Schaft wird gedämpft und dabei die Vorderkappe aktiviert, damit sie sich am Leisten anschmiegt. Jetzt wird der Schaft über den Leisten überholt, sagt man, also Spitzen gezwickt. Das heißt, der Schaft wird an der Brandsohle im Vorfuß mit Hilfe von Schmelzklebstoff befestigt. Schmelzklebstoff, eine Art Heißkleber, in Kombination mit Druck und Hitze zum richtigen Zeitpunkt. Abgestimmt auf Leistenform und Schuhgröße. So sollte das Ganze aussehen. Der Ausschnitt sollte schön gerade sein, die Seitehöhe sollte passen, die Fersennaht sollte schon mal gerade sein. Passt. Sascha Roos heftet die Hinterkappe an die Brandsohle. Er streicht Zwickeinschlag und Brandsohle mit Klebstoff ein. Zementieren, sagt der Schuhfertiger. Ja, da muss man schon aufpassen, damit man diese Seite hier innen nicht zu hoch zementiert. Sonst sieht man das später, wenn der Leisten rauskommt. Sascha Roos zwickt die Schaftseite von Hand vor, zieht den Seiten- und Fersenbereich auf die Brandsohle. Dabei muss er am richtigen Punkt ziehen und die Züge am richtigen Punkt der Brandsohle fixieren. Ein falscher Zug zur falschen Stelle und der Schaft fällt ein, wenn der Leisten rausgenommen wird. Noch vorfixieren und kontrollieren. Ja, die Berufswahl hat mich dahin gebracht, dass meine Eltern früher in der Schuhfabrik gearbeitet haben, auch die Großeltern. Dann habe ich gedacht, okay, ich mache mal ein Praktikum und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, weil extrem viele Materialien, viele Arbeitsgänge, auch sehr viel Handarbeit. Und das hat mich dann überzeugt, diese Berufsausbildung durchzuführen. Sascha Roos zwickt die Ferse an der Brandsohle fest, mit kleinen, keilförmigen Nägeln, sogenannte Texe. Auch die Seite des Schaftes zwickt er mit Texe fest. Er entfernt die Klammern, mit denen er die Brandsohle provisorisch an den Leisten geheftet hatte. Die gezwickten High Heels durchlaufen einen sogenannten Heat Setter, ein Kasten mit heißem Wasserdampf. In dem zieht sich das Leder zusammen und schmiegt sich an den Leisten. Also der Schaft wurde jetzt auf den Leisten gezwickt und durch dieses Zwicken entstehen an der Spitze und hier im Ballenbereich solche sogenannten Zwickfalten. Die werden jetzt anhand mit einer Anklopfmaschine wird das angeklopft. Das ist schon eine Vorbereitung für die Laufsohle, damit hier keine Unebenheit entsteht.
Sascha Roos erhitzt das Leder wieder, diesmal mit trockener Luft. Jetzt wird der Schaft hier geföhnt und jetzt wird der Kante nochmal geklopft, damit er später am Fuß nicht reibt oder drückt und dass sich das Ganze nochmal an den Leisten anschmiegt. Der Schuhmachermeister zeichnet die genaue Position der Laufsohle auf die Brandsohle. Mit einem Stift, dessen Farbe durch Hitze wieder verschwindet. Weiter geht's. Beim Anklopfen der Zwickfalten ist das Leder am Zwickeinschlag glatt geworden. Sascha Roos will es wieder aufrauen, damit der Klebstoff gleich besser in die Lederfaser eindringen kann. An der Walze unten raut er den sogenannten Vorfuß auf. Oben die Seiten. Das ist genau das, was ein Schuhmacher ausmacht. Der Geruch vom Leder, das Hämmern, die Texte, die Geräuschkulisse. Was manchmal ein bisschen unangenehm ist, aber dafür gibt es ja diese Ohrenschützer. Ja, nee, dieses Geräusch im Hintergrund, das ist was Schönes. Mit Polyurethan-Klebstoff bestreicht der Schuhmacher den aufgerauten Zwickeinschlag. Das ist jetzt ein Ausballfilz. Der wird eingelegt, zum einen, dass diese Unebenheit vom Zwickeinschlag nicht spürbar ist später. Und dieses Plätschen hier hinten, das ist so eine bisschen festere Pappe, das ist wichtig für den Absatzstand später. Auch die Laufsohle zementiert er. Der Klebstofffilm an Zwickeinschlag und Laufsohle wird durch Hitze aktiviert. Der Schuhmacher setzt die Laufsohle Kante auf Kante. Die Laufsohle wird mit Druck aufgepresst. Hier hatten wir jetzt die Hochzeit, die sogenannte Hochzeit. Hier kam jetzt Schaft und Laufsohle zusammen, wurde verklebt und das Ganze sollte ewig halten. Sascha Roos schraubt den Absatz von innen durch den Leisten an. Fast fertig sind die High Heels, noch werden sie allerdings mit den Händen getragen. Es geht zum Finish, den letzten Arbeitsschritten. Da es ja alles von Hand eingestrichen wurde, der Klebstoff, wird der Schuh von Klebstoff entfernt, nochmal abgeschwammt, also so die Säuberung. Beim Abschwammen stellt Sascha Roos die Lederfasern wieder auf. Er leistet den High Heel aus. Das ist ein großer Moment. Ja. Hier wird jetzt der Leisten entfernt
Und so langsam sieht man jetzt schon diesen fertigen Schuh. Der nächste Arbeitsschritt ist jetzt Absatznageln. Das heißt, jetzt kommen hier 4 Nägel rein. Das ist zum einen der endgültige Halt und damit sich der Absatz nicht verwinden kann. Das Ganze sieht dann so aus. Die Decksohle fehlt noch. Sascha Roos streicht die Brandsohle mit Klebstoff ein. Ein geübter Griff und Schwung, drin ist die Decksohle. Hier wird jetzt die Ferse nochmal nachgepresst, weil der Fersenschluss ist noch nicht 100%ig, also hat noch keine schöne Form, was wichtig ist für die Passform. Deswegen wird es hier nochmal nachgepresst, dass das wirklich exakt passt am Fuß, nicht zu weit ist oder auch nicht zu fest ist. Erst mit Druck und Wärme und danach mit Druck und Kälte wird die Hinterkappe in ihre bleibende Form gepresst. Dann ist für Sascha Roos der ganz große Moment gekommen, die Endkontrolle. Sehr schön, Ausschnitte passen, Seitehöhe passt. So soll das sein. Das ist ein sehr schönes Gefühl, gerade dann, wenn man sieht, dass alles geklappt hat oder alles genau so ist, wie es sein soll. Gerade für so ein High Heel, da sollte oder muss eigentlich alles passen. Dass die Dame, die später dieses Paar Schuhe trägt, auch keine Druckstellen hat oder dass die sich einfach wohlfühlt. Dieses Paar Schuhe anzieht, passt und bequem ist. Zuerst darf die Dame natürlich kaufen. 180 € kosten die High Heels Miley von Kennel und Schmenger. Nicht verklebt ist, dass sich der Fuß... Immer wieder gibt es in der Pirmasens Schuhmanufaktur Beratungen über Schuhe, die serienmäßig produziert werden. Auch über die High Heels. Was ist möglich zu optimieren? Wie sind die Kundenrückmeldungen? Für Chefdesigner Andreas Klautsch ist jedes Paar Schuhe, das er entworfen hat und dann zum ersten Mal fertig produziert in die Hände bekommt, ein emotionaler Moment. So war es auch bei Miley. Es ist immer irgendwie ein Erfolgserlebnis, wenn die Idee auch umsetzbar ist und die Verbindung mit der Idee und dann die Kreativität und dann die handwerkliche Kunst und wenn dann dieses Meisterstück fertig ist, das ist ein absoluter Glücksmoment. Das endgültige Ergebnis sieht man erst am Fuß. Ja, ob die Silhouette vom Bein mit dem Fersenbogen und mit dem Absatz in einer Linie ist, ob der Schnitt sitzt am Fuß. Also das endgültige Ergebnis ist erst wirklich beim Tragen zu sehen. High Heels, die sich beim Tragen sehen lassen können und High Heels, die gut getragen werden können. Dank feinstem Leder und genauester Fertigung in Pirmasens. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.